Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von HP und zwar ein Pavilion Plus. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellbezeichnung findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und zwar hier. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät sagen, dass ein Displaytausch hier tatsächlich ziemlich einfach ist. Das wird nämlich nur von dem Frontrahmen hier bedeckt und da ist es so, den hebelt man dann quasi ab. Die Schiene hier vorne ist übrigens auch direkt an dem Frontrahmen dran. Und dann kann man, nachdem man den Frontrahmen gelöst hat, ziemlich einfach das Display tauschen. Bei der Tastatur ist es hier so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad hingegen könnte man auch einzeln tauschen. Um das Gerät zu öffnen, muss man zuerst die Schrauben aufmachen. Und das sind einmal die und einmal die zwei. Und da ist es so, hier gibt es auch tatsächlich, wie bei HP eigentlich untypisch, unter den Gummischienen keine Schraube. Das reicht also, wenn man die hier rausnimmt. Am besten auch getrennt aufbewahren. Und ja, ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ist alles drin, was man so braucht. Ob das Öffner, Pinzetten sind oder ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Und da das jetzt hier ganz normale Kreuzschrauben sind, würde ich da als Aufsatz ein PH0 nehmen und den kann man dann auch für alle Arbeiten im Gerät benutzen. Wenn man dann die Schrauben gelöst hat, zeige ich euch mal, man kann das hier glaube ich ganz gut sehen, wo die Unterseite mit dem Gehäuse verbunden ist. Das läuft dann quasi einmal hier außen rum, auch auf der Rückseite. Und in dem Fall benutze ich da jetzt einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und dann versucht man im Grunde genommen zwischen Gehäuse und Unterseite so eine kleine Lücke zu schaffen und dann die Unterseite nach oben wegzuhebeln. Und da ist es so, das geht mal schwerer und mal leichter, auch je nachdem, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde. Das laute Knacken hier ist übrigens völlig normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen. Und in dem Fall geht das jetzt eigentlich ganz gut. Falls das irgendwo mal gar nicht so prickelnd ist, dann geht man an einer anderen Stelle und versucht da anzufangen. Auf jeden Fall einfach nicht mit Gewalt. Ein bisschen Kraft braucht man zwar, aber einfach mit Geduld. Sich dann hier einmal drum herum arbeiten. Kann mit den Fingern dann auch schon ein bisschen dagegen halten und das so eigentlich sehr gut lösen. Und dann kann man irgendwann das mit ein bisschen Rütteln und Wackeln hier vom Gerät nehmen. Und ja, so sieht das Laptop dann von innen aus. Gut, bevor wir aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard. Und da sehen wir hier den Stecker. Und den kann man jetzt in dem Fall einfach hier nach hinten hin rausziehen. Kann man auch am Kabelbund fassen. Und ist so einfach mal auf der sicheren Seite. So, was können wir hier noch sehen? Wir sehen als erstes mal, dass es keinen aufgesteckten RAM gibt. Also es gibt natürlich RAM, der ist aber in dem Fall verlötet. Aber ansonsten kann man den RAM hier nicht erweitern oder tauschen. Wir sehen hier das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Hier den Lüfter und den Heatsink. Da sitzt die SSD.
Hier drüben, dieses Board kann man auch einzeln tauschen. Da ist dann in dem Fall Kopfhörer und nochmal USB und SD dran. Und eine CMOS-Batterie sehe ich jetzt hier nicht, wird es da wahrscheinlich auch nicht geben. Den Akku zu tauschen ist super simpel. Dafür muss man alle Schrauben rausnehmen, die hier auch alle mit M2 beschriftet sind. In dem Fall ist die jetzt hier allerdings frei. Das sieht man aber auch, weil da kein Gewinde drunter ist. Und wenn man alle Schrauben raus hat, da muss man eigentlich nur ein bisschen drauf achten, weil hier vorne die Lautsprecherkabel noch lang laufen. Und die sind in dem Fall hier auch auf dem Akku mit so einem kleinen Klebeband festgemacht. Das also lösen. Genau. Und zusätzlich sind die Kabel hier vorne auch noch eingefädelt, weil sonst kann man den Akku nämlich einfach nach oben hin rausnehmen. Das heißt, man fädelt die Kabel hier noch schnell raus und ja, kann auf die Art und Weise den Akku super leicht ausbauen und so natürlich gegebenenfalls auch tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Und das wird hier von 4 Schrauben gehalten. Die sind unter dieser schwarzen Abdeckung hier zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das sind hier Schrauben und dann hier. Und hier ist auch noch mal eine. Die müssen natürlich raus. Und dann muss man auch dieses Kabel hier, was zum Mainboard läuft, trennen. Und da ist es so, das kann man nicht einfach rausziehen. Das ist hier mit einem kleinen Klebeband. Und da ist es so, die Steckverbindung hier, das ist ein Kippschalter. Das heißt, den muss man erst nach oben hin aufklappen. Genau so. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Alles ordentlich verklebt hier. In dem Fall tatsächlich richtig ordentlich. Und genau, und kann dann das Touchpad tauschen. Und da sollte man dann eben auch einfach drauf achten, auch beim Wiederverbinden, dass gerade dieses Kabel hier dann wieder richtig sitzt. Stecker vorher aufmachen und dann hat das hier so eine weiße Linie. Das kann man sich so ein bisschen als Merkhilfe nehmen. Es schadet auch generell nicht, sich da ein Foto vorher von zu machen. Und dann muss das nämlich hier wieder bis zum Anschlag rein. Wird dann zugeklappt. Und ja, also auch Touchpad tauschen ist hier relativ stressfrei. Die SSD sitzt hier in dem Fall unter einer Abdeckung und wird von einer Schraube gehalten. Und sobald man die raus hat, kann man das Ganze hier so ein kleines bisschen nach oben hebeln, nicht zu viel. Und dann hier aus dem Slot ziehen. Und dann sieht man schon, dass die SSD hier wahrscheinlich über einen Kühlstreifen so ein bisschen draufgeklebt ist, genau. Und so kann die einfach getauscht werden. Und da ist es auch so, bei diesem Anschluss hier, die geht nur in eine Richtung rein. Die würde jetzt so eben gar nicht gehen. Das sieht man hier aber auch ganz gut. Die kommt dann eben so rein. Und ja, dann kann man entweder die SSD erst drauf machen oder, so würde ich es jetzt machen, man legt die wieder zurück. Dann kann man das hier ein bisschen friemelig, also einfach da jetzt eben schauen, dass die Ausbuchtung da genau auf dem Platz für die Schraube liegt. In dem Fall nämlich genau hier. Und ja, dann kommt die SSD zusammen mit der Hülle hier wieder zurück in den Slot. Ja, und wie gesagt, ich mache das jetzt hier einfach mal andersrum. So. Dann kommt es hier drauf. Das wird einfach dann oben drauf gesteckt. Das ist in dem Fall jetzt einfacher, weil das auch nicht mehr so gut klebt. Und dann sieht man auch, dass die Hülle hier wirklich in die Platine reingeht. Muss nur wieder verschraubt werden. Und schon erledigt. Die Lüfter, die gehen in dem Fall hier auch einzeln zu tauschen. Dafür kann man natürlich auch das hier abmachen. Ich lasse es jetzt mal dran. Man sieht hier auf jeden Fall einmal den Stecker von dem Lüfter und einmal den Stecker von dem Lüfter. Und dann werden die prinzipiell von
diesen Schrauben hier gehalten. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, genau liegt der Lüfter quasi über dem. Das heißt, da muss man, auch wenn man das eintauschen will, müsste man auf jeden Fall beide rausnehmen. Es kann auch sein, dass die sogar beide zusammenhängen. Ja, in dem Fall sind sie also wirklich einzeln. Und hier drüben eben auch, dieses Kabel läuft da einmal drum herum. Und den Lüfterstecker, den kann man hier zur Seite rausziehen. Auch der ist noch an so einem kleinen Klebeband, weil warum nicht? Den kann man dann hier rausziehen. Genau. Ja, und so sind die Lüfter eigentlich auch ziemlich einfach zu tauschen. Hier braucht man dann nur noch diese eine Schraube und man kann den genauso, oh ne, hier ist auch noch eine, sorry. Also die beiden Schrauben hier und dann wird der nach dem gleichen Prinzip rausgenommen. Und ja, beim Wiederverbinden normalerweise ist die Oberseite am Stecker quasi markiert. Falls das mal nicht der Fall ist oder man sich nicht sicher ist, auf einer Seite des Steckers kann man ja hier Kontakte sehen und die zeigen beim Wiederverbinden nach unten. Und das würde ich auch beim Einbau immer als allererstes machen. Erst den Stecker wieder verbinden, allein schon, dass man es nicht vergisst. Das wäre nämlich ärgerlich. Und da auch einfach schauen, dass der wirklich richtig drin sitzt. Und ja, dann kommt der Lüfter ja einfach wirklich wieder hier auf seine Position. In dem Fall muss man hier noch das Kabel einfädeln. Das ist einmal oben, einmal unten, einmal oben. Genau, und da auch wirklich schauen, weil das ist schon wichtig, dass die Kabel hier nicht verknickt werden. Also das hat ja einen Sinn, dass das so gemacht ist, dass die da wirklich in der Führung sind und nicht unter dem Lüfter landen. Und ja, dann wieder verschrauben. Und insgesamt hier doch ziemlich einfach gestaltet. So, beim Akku-Einbau gibt es eigentlich nicht viel zu beachten, außer dass die Kabel wieder hier in die Führung rein müssen. Der Akku selbst hat auch neben den Schrauben noch so eine kleine Öffnung. Da gibt es nämlich hier daneben den Gewinden so kleine Hilfsführungen. Das heißt, wenn man den da reinlegt, fällt der dann schon automatisch auf die richtige Position. Und hier ist es das gleiche Prinzip. Man legt das Kabel einmal oben, unten, oben. Kann man auch das kleine Klebeband hier wieder drauf machen. Das hier schön außen rumlegen. Ja, und dann muss der Akku nur wieder verschraubt werden. Und auch hier wie beim Lüfter nicht vergessen, am Ende auch den Akku wieder zu verbinden. Da auf jeden Fall einfach nur schauen, dass der wieder richtig gerade sitzt und dann bis ganz zum Anschlag. Und ja, so schnell geht das. Die Unterseite legt man jetzt einfach von oben einfach direkt wieder auf das Gerät. Drückt die nach unten hin fest. Da knackt und knirscht es auch immer sehr laut, auch in der Mitte. Aber da wirklich schauen. Ich gehe am Ende auch einmal um das Gerät herum und schaue, dass das eben wirklich überall richtig geschlossen ist, richtig alles wieder zu ist. Auch auf der Rückseite oder gerade auf der Rückseite schauen, dass alles wieder eingerastet ist. Jetzt bin ich an die Kamera gekommen, super. Und ja, dann muss man das Gerät nur wieder verschrauben. Die beiden längeren Schrauben oben, die beiden kürzeren hier unten und ist ratzfatz mit allem durch. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.